Von einer Weltreise träumen ja wirklich viele. Doch die wirklich dann zu machen, das machen die wenigsten. Denn man braucht Geld und dazu braucht man auch ziemlich viel Zeit. Annalena und Sebastian, die machen es jetzt einfach. Ein Jahr lang wollen sie quer durch die ganze Welt reisen. Und zwar mit ihrer kleinen Tochter und mit diesem schicken LKW hier. Ein umgebautes Feuerwehrauto. Denn es geht auch anders. Hallo. Schön, euch kennenzulernen. Hi. Jetzt schon mal vorab, Sophie, wie stolz seid ihr auf euren umgebauten LKW/Feuerwehrauto? Ich bin schon richtig stolz, weil es war jetzt auch die letzten 2 Jahre, was das Umbauen angeht, halt einfach so unheimlich viel Arbeit. Also wir haben zusammengerechnet, so 1600 Arbeitsstunden hat das ganze Team irgendwie investiert. Und deswegen ist es jetzt gut, wenn es jetzt losgeht. Genau, und wir endlich rein können und drin wohnen können und so, ja. Apropos reingehen, wir wollen natürlich auch wissen, wie es drinnen aussieht. Also, wie wäre es mit einer Roomtour? Na ja, komm mit. Und nach der Roomtour erfahren wir, warum die beiden mit ihrer 4-jährigen Tochter unbedingt um die Welt ziehen wollen. Es geht ihnen nämlich um mehr als nur zu reisen. Die beiden wollen nämlich ein richtig großes Projekt für eine weltweite Bewegung stemmen. Ja, Wow. du bist ja schon einmal durchs Badezimmer quasi einmal durchgelaufen, ne? Weil das ist schon so die erste Besonderheit. Stimmt. Man kommt so durchs Bad rein, kann aber duschen. Okay, perfekt. Ist man sauber bei euch drin? So ist es, genau. Toilette ist da auch quasi. Man sieht sie gar nicht, also Nee. das heißt, sie ist ganz versteckt. Weil wir natürlich nicht so viel Raum haben und halt alles irgendwie unterbringen wollen, war das für uns so das beste Layout, damit wir auch wirklich noch eine große Sitzecke haben, wo wir auch arbeiten können. Ja. Und Ja, uns hat sich schon beschwert, wenn man im Sand unterwegs ist. Ist da der erste Punkt, wo der abfällt, bevor der in den Wohnraum kommt. Mit Kind ist das super praktisch. stimmt, ne? Ja. So schick wie jetzt sah ihr neues Zuhause beim Kauf übrigens nicht aus. Die beiden verliebten sich in ein ausrangiertes Feuerwehrauto. Jahrgang 1987 mit nur 40.000 Kilometern. Ihr hättet es wahrscheinlich auch einfacher haben können und euch einfach ein Wohnmobil irgendwie besorgen können. Warum ausgerechnet jetzt ein Feuerwehrauto? Einfach damit wir wirklich, also damit man noch was reparieren kann und auch noch selbst was reparieren kann. Das heißt, wir haben im Prinzip keine Elektronik am Fahrzeug. Das heißt, es ist alles mechanisch. Das heißt, im Prinzip kann man sehr gut herausfinden, wo dran es hängt und auch noch selbst mit einem Hammer und mit einem Schraubenschlüssel was machen. Haben wir auch auf unserer ersten Probetour schon gemerkt. Da sind wir dann mal liegen geblieben in der Schweiz und mussten dann wirklich mal so 24 Stunden reparieren, bis wir den Fehler gefunden haben. Aber es geht. Und das ist das schöne Genau, Learning. das hat sich Ja, bewährt. das hat sich Das bewährt. hat sich Ja. schon gezeigt, das funktioniert. Und wenn nicht, kann aber auch jemand anderes relativ einfach mit dem Motor was anfangen. Ne? Und sonst haben wir auch wirklich eine große Kiste an Ersatzteilen dabei. Also von Keilriemen wechseln bis irgendwelche Diesel-Ölfilter können wir das auch selbst machen. Ja. Und nicht zu vergessen, dieser beeindruckende Riesenersatzreifen. 130 Kilo schwer, ein Wechsel trotzdem möglich. Klassischer Flaschenzug, ne? Funktioniert ja schon seit tausenden Jahren, Sehr gut. auch hier. Ne? Ja, Geschickt. Ja. genau. Okay. Die kleine Familie will 14 Monate lang unterwegs sein. Wie sie das finanziell stemmen, erzählen sie uns später. Erstmal will ich mehr über den Ausbau erfahren. Und auch da hat unsere Tochter ihr eigenes Schlafzimmer natürlich. Ne? Also da hat die Oma wirklich was Schönes genäht und so hat sie dann auch so ihren eigenen Bereich. Ja, das sieht sehr Das toll war aus. schon wichtig, auch trotz der kleinen Hülle da für sie noch eine Ecke zu machen. Ja. Genau. Aber es gibt natürlich auch noch so ein paar Sachen wie so eine Waschmaschine, die sich hier drin versteckt, ne? Weil wir sind ja lange unterwegs und haben Ja. viele Wechsel, genau, mit unserer Tochter. Und dementsprechend gibt es halt so viele Sachen einfach auch da. Ne? Ja. Wir haben auch quasi so ein Konzept gewählt, dass wir so viele verschiedene Einzelräume haben. Also im Prinzip klar Küche, Wohnbereich, aber dass wir hier dann zum Beispiel auch unseren Schlafbereich quasi einmal abtrennen können und man entweder auch da mal was lesen kann oder halt auch jemand auch mal länger schlafen kann. Dann ist es irgendwie ganz praktisch. Genau, also hier, das ist quasi so, die kann man quasi jetzt rausziehen noch bis hierher und ist dann quasi voll mit schön gefaltete Hosen, T-Shirts und so, dass man auch überall dran kommt. Aber das ist so richtig massiv und da sind halt, haben wir 3 Stück von, sodass wir da so die Hauptsachen reinkriegen und haben dann nochmal oben in den Schränken so
Socken und so Sachen, ne? Also so Kleinzeug. Was man schon merkt, ist, man kann halt nicht mehr so viel Dreckwäsche machen, weil man keinen Platz hat, die Dreckwäsche zu verstauen und man auch nicht immer waschen kann und trocknen kann und dann sammelt sich diese ganze Wäsche. Habt ihr euch denn irgendwie jetzt eingeschränkt? Weil man muss dazu sagen, die beiden fahren tatsächlich heute noch los auf ihre Weltreise. Also so wie es jetzt ist, das ist das, was ihr mitnehmt, ne? Ja, also eingeschränkt, ja. Ne? Also jeder, der jetzt in einer normalen Wohnung wohnt und dann so auf 13 Quadratmeter sich reduziert, das war schon ein ganz schöner Prozess. Ne? Hier ist jetzt wirklich so das Nötigste, was wir jetzt aktuell denken, was man braucht. Nach 14 Monaten sind wir bestimmt schlauer, was davon wir wirklich gebraucht haben. Gab es irgendwelche Dinge, auf die ihr nicht verzichten Bei konntet? den Büchern haben wir beide so ein bisschen zu viel eingepackt und haben schnell festgestellt, dass das können wir nicht mitnehmen. Da müssen wir dann irgendwie auf E-Books ausweichen. Ja. Also, und das ist ja auch ein schönes Learning. Ne? Also auch auf so wenig Platz ist irgendwie alles da und funktionabel. Ne? Also es ist irgendwie, also genau, bislang fehlt uns noch nichts. Die beiden haben aber auch mega viel Zeit investiert, damit das Feuerwehrauto zum Wohnwagen wird. Das zu planen und umzubauen dauerte insgesamt 4 Jahre, neben Beruf und Kind. Dann musste auch noch der Feuerwehraufbau weg. Sie tauschten ihn gegen eine Art Wohnaufsatz ein. Der soll besser vor Wärme und Kälte schützen. Also man hat außen quasi eine Schicht, hat dann in der Mitte eine Dämmung und dann noch eine Schicht. Und deswegen ist es auch schon gut gedämmt und dann auch mit richtigen Fenstern, sodass wir damit halt einfach gut vor Wärme geschützt sind, aber auch vor Kälte. Ja. Und dann passt das gut. Sehr gut. Habt ihr eigentlich Heizung drin? Ich weiß nicht. Ja. Ja, Hier ist okay. unsere, gutes Stichwort, hier ist unsere Heizung. Nee, genau, wir haben dann auch eine Heizung eingebaut, die wir jetzt gerade, also jetzt, wenn es mal noch ein bisschen kalt war oder auch wenn irgendwie wir nur Wasser warm machen wollten, auch quasi mit Elektro nutzen können. Und wenn es mal irgendwie Not am Mann ist, können wir aber die auch mit Diesel laufen lassen. Irre, wie viel in dem Truck, der liebevoll Scouty bezeichnet wird, mittlerweile steckt. Durch Solarmodule und Wassertanks können die 3 tatsächlich 2 Wochen lang autark sein. Auf ein bisschen Luxus wollten sie auf ihrer Weltreise nämlich nicht verzichten. Genau, wir haben hier noch quasi den Kühlschrank und drunter eine kleine Spülmaschine, die wirklich, gerade was so unser Wasserthema angeht, ne, man hat ja nicht unendlich viel Wasser, aber da kann man halt mit 3 Liter Wasser halt wirklich eine große Menge Geschirr gut durchspülen. Und das funktioniert dann eigentlich mit unserer Energie, die wir selbst produzieren, auf dem Dach halt super gut. Das heißt also, wir haben quasi das ganze Dach voller Solarkollektoren und haben ein paar Batterien, sodass wir das auch quasi entsprechend sammeln können, um dann quasi in den Momenten das dann nutzen zu können, wo wir es brauchen. Für mich war relativ schnell klar, dass ich nicht mit dem Rucksack um die Welt reisen möchte. Und dann zusätzlich mit Kind 3-mal nicht, sag ich jetzt mal, sondern hier auch so ein gewisses Setup zu schaffen, wo so eine gewisse Stabilität und Sicherheit herrscht, auch weil wir ja eine Weltreise machen, die ein gewisses Tempo hat, mit alle 2 Wochen das Land wechseln, hier so eine gewisse Kontinuität und ein Zuhause zu schaffen, auch für unser Kind. Kauf und Umbau kostete die beiden insgesamt um die 200.000 €. Die Nerven nicht eingerechnet. Wir haben halt alles geplant und aufgezeichnet und dann haben wir angefangen, quasi die Möbel schon mal zu bauen, ohne dass wir das Gehäuse hatten, weil durch Corona gab es relativ viele Lieferschwierigkeiten. Und irgendwann kam dann quasi die Hütte und dann wurde alles dann hier zusammengefügt und zum ersten Mal geguckt, ob es auch so passt. Dann zu wissen, okay, passt da wirklich alles so rein, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, war ein heißer Moment, aber es hat ganz gut. Also an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen was korrigieren, aber das war alles im Rahmen so, ne? Ja. Die Schränke haben wir vor 2 Jahren ungefähr angefangen zu bauen. Wow. Und dann haben wir so alle 2 Wochen haben wir dran gebaut und teilweise dazwischen auch mal eine Woche am Stück. Okay. Sebastian auch mal alleine. Sein Vater hat uns sehr tatkräftig unterstützt. Steckt schon sehr viel Arbeit und Zeit drin. Und Kreativität. Auch gebrauchte Dinge finden in Scouty ihren Platz. Wir haben versucht, auch da, wo es möglich war, bei den Baumaterialien auch auf Nachhaltigkeit zu gucken. Also der Lattenrost ist zum Beispiel aus unserem alten Balkontisch gemacht oder so. Oder uns da bei eBay mit gebrauchten Sachen einzudecken. Aber warum das Ganze? Was treibt die beiden an? Bevor sie uns das erzählen, schauen wir uns erst einmal die Route mit den 24 Ländern an. Von Deutschland aus geht's über Österreich in Richtung Osten. Über Georgien, wahrscheinlich nach Russland, dann weiter Richtung Thailand und Malaysia. Mit der Fähre geht's dann nach Südamerika, von dort aus nach Kanada und wieder mit dem Schiff zurück nach Hamburg. Alle 2 Wochen wollen sie das Land wechseln. Wir haben auch schon an der einen oder anderen Stelle umgeplant.
mal gucken, was die nächsten Monate noch so Ja. politisch passiert und welche Route es am Ende dann wirklich wird. Wir wissen jetzt gerade nicht, wie die Nahostpolitik sich jetzt entwickelt in den nächsten Wochen. Ja. Ob wir das quasi so machen können oder ob wir dann halt doch eine Alternative brauchen. Also es ist gerade aktuell wirklich schwierig, bis nach Asien auf einem sicheren Weg zu fahren. Und da müssen wir einfach wirklich dann von Tag zu Tag entscheiden, ob das halt quasi für uns so passt oder ob wir halt dann doch eine Alternative nehmen müssen und zum Beispiel nur bis Asien wieder zurück und dann quasi von Hamburg zum Beispiel aus nach Südamerika verschiffen. Das wäre so die Worst-Case-Option. Aber einfach nur ums Reisen geht's den beiden nicht. Sie machen die Tour als Pfadfinder, besuchen in jedem Land eine andere Gruppe und filmen sie, wollen mit ihren Filmen die Kultur zeigen, für Toleranz sorgen. Die Idee zu World Tour of Scout Movement entstand, wo auch sonst, im Pfadfinderlager. Also der Tipping Point war eigentlich erreicht nach dem Weltpfadfindertreffen in der USA. Da kamen so 40.000 Leute zusammen. Ich habe das Medienteam aus Deutschland geleitet und wir hatten super viele Emotionen und es war total spannend. Und wir haben gesagt, wie können wir noch mehr Menschen erreichen damit, mit dieser Geschichte, mit diesen Kulturen, die zusammenzubringen. Und da ist dann quasi diese Idee der World Tour of Scout Movement quasi entstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, gut. Los geht's. Also die Idee mit der Weltreise, die hat er mir schon bei unserem ersten Date geteilt. Da haben wir uns in Kanada kennengelernt. Da war ich noch etwas skeptisch und dachte, ja, schauen wir mal. Und in den letzten 13 Jahren ist er immer wieder damit, sag ich mal, gekommen. Und ich habe gesagt, sag mal, wie das finanziert werden soll. Wie stellst du dir das vor? Wohin? Mit was? Wie ist das mit der Familienplanung und so weiter? Und er ist losgezogen und hat Antworten gefunden. Und ich denke, mit dem Scouty werden wir das hinkriegen, in welcher Kultur auch immer wir unterwegs sind. Doch eine Frage brennt mir und vielleicht auch euch noch mega unter den Fingern. Wie habt ihr das mit euren Jobs geklärt? Wie finanziert ihr die Reise? Irgendwann in der Tat quasi zu unserem Geschäftsführer gegangen und habe gesagt, hey, hör mal, da gibt es schon länger so einen Gedanke und jetzt wird es ganz konkret, ich würde das gern tun, ne? Und würde gerne ein Sabbatical machen und wir können das jetzt planen, wir haben 3 Jahre Zeit, das vorzubereiten und dann kriegen wir das doch auch hin, oder? Und genau, also mit vielen Gesprächen war das dann möglich, weil ich arbeite in einer Kommunikationsagentur, die spezialisiert ist auf Veranstaltungen. Da war das jetzt nicht so typisch. Da gab es jetzt nicht schon 3 Leute, die das schon vor mir gemacht haben, sondern ich bin da quasi der Erste. Aber es ist halt trotzdem cool, dass auch da uns quasi keine Steine in den Weg geräumt wurden und ich das quasi machen konnte. Dabei ist Sebastian sogar Teamleiter und hat das Sabbatjahr trotzdem durchgekriegt. Auch auf der Reise bekommt er übrigens ein bisschen Gehalt. Dafür hat er in den letzten Jahren weniger Einkommen gehabt. Wenn es finanziell geht, schlaue Idee, oder? Ich bin selbstständiger Coach und arbeite online und das werde ich auch auf der Reise weiterführen. Okay, das heißt, bei dir läuft es einfach quasi normal weiter oder hast du auch reduziert? Ich werde schon auch reduzieren, weil wir ja unser Kind Vollzeit betreuen und sozusagen 2 Jobs, nämlich mein Coaching-Job und eben diese Pfadfinder-Weltreise. Das sind unsere 2 Jobs on the road. Von daher wird das natürlich in zeitlichen Umfang reduziert werden. Aber ja, ich denke, es wird sich kombinieren lassen. Wie genau wir das austüfteln, werden wir dann in der Praxis sehen. Ja. Ach stimmt ja, Annalenas Spezialbüro habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Sehr gut. Dann kann ich hier arbeiten oder auch mein Kind bespaßen während der Fahrt oder so. Aber genau, das ist jetzt einfach nochmal ein eigener Raum zum Arbeiten. Klasse. Ja. Homeoffice mal anders, würde ich sagen. Wäre das ein Platz für euch? Ja. Ich bin echt beeindruckt, wie viel Zeit, Geld und Herzblut die beiden in den letzten Jahren in ihren Traum gesteckt haben. Was würdet ihr anderen raten, die auch gerne mal so eine Weltreise machen wollen, die aber immer wieder denken, okay, Job, wie mache ich das, Wohnung, ja. Also ich glaube, so die grundsätzliche Frage, die ich mir mittlerweile mal sehr häufig stelle, ist, tue ich etwas nur nicht, weil ich Angst davor habe? Und wenn die Antwort ist ja, dann ist es eigentlich die falsche Motivation, die Dinge nicht zu tun. Das heißt, wenn die Antwort ist, ich möchte das tun, ich habe nur Angst davor, dann sich damit auseinanderzusetzen konkret. Und ich meine, dieses Weltreise ist halt so ein Riesenblock, ne? Sich mit kleinen Fragen erstmal auseinanderzusetzen. So,
wie will ich denn reisen, mit was, wo will ich denn hinreisen oder warum muss es denn eine Weltreise sein, würde vielleicht auch eine Reise in irgendeinen Kontinent reichen sozusagen. Und dann einen Schritt nach dem anderen machen und nicht vor dem großen Berg stehen, sondern wirklich zu sagen, okay gut, nee, also wie kann ich das denn sortieren und dann funktioniert es. Ihr habt es gehört, einfach mal tun. Und ja, wenn ihr die Reise von den beiden verfolgen wollt, dann könnt ihr einfach unten in der Caption nachschauen, dann seid ihr immer dabei bei den beiden. Inzwischen haben mir die 3 schon Fotos geschickt. Sie waren schon in Österreich und sind inzwischen in Kroatien. Ja, bei den beiden bekomme ich richtig Lust, auch eine Weltreise zu machen. Träumt ihr auch davon? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst mir super gern ein Abo da. Dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gerne auch einen Daumen hoch. Und hier habe ich auch noch eine Folge, die ihr auf jeden Fall gucken müsst. Diese Familie wohnt mitten im Atlantik auf einer kleinen Insel. Auch sie zeigen, es geht auch anders.